Hallo meine Lieben, findet ihr diese Fotos, die auf Holz aufgebracht sind, auch so cool? Ich finde die absolut klasse und ich wollte euch heute mal zeigen, wie ihr das selber auch machen könnt. Und das eignet sich auch wunderbar als Geschenk. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist ein Foto auf ein kleines Holzstück zu potschen und wie ihr sowas machen könnt, das zeige ich euch gleich. Für das heutige Projekt braucht ihr auch gar nicht viel. Ihr braucht eben das Holz, auf das ihr das Foto auftragen wollt, dann euer Motiv und das Motiv muss A gespiegelt sein natürlich und B, es muss mit dem Laserdrucker gedruckt werden. Es gibt Leute, die sagen, das funktioniert auch mit dem Inkjet Print, aber hier steht auch drauf in Fett geschrieben Laserdrucker. Also gehe ich mal davon aus, dass es mit dem Laserdrucker am besten funktioniert. Dann eben die Fototransfer-Potsch. Die bekommt ihr in jedem größeren Bastelladen einen Pinsel zum Auftragen. Ich habe ein Zeitungspapier drunter, weil wir müssen das hier zusätzlich auch einstreichen oder ja mit diesem Fototransfer-Potsch bestreichen. Dann ein Rakel. Wenn ihr kein Rakel habt, könnt ihr auch eine alte Kreditkarte nehmen. Dann habe ich die Heatgun, aber da könnt ihr auch einen Föhn nehmen. Ich habe Wasser und ich habe einen Schwamm und das ist auch alles, was wir brauchen. Jetzt, was wir als allererstes machen müssen, ist das Holz zu bestreichen und zwar großzügig und auch das Bild zu bestreichen und auch das großzügig und dann sehr schnell das Ganze übertragen und mit dem Rakel feststreichen. Das mache ich jetzt auch. The stars come to shine when it's dark from so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. Und jetzt werde ich das auf dem Holz platzieren. Und das Ganze mit dem Rakel feststreichen. Just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? Es empfiehlt sich, wenn ihr da ringsherum das Papier wirklich großzügig abgeschnitten habt, weil alles Papier, was da ist, müssen wir dann auch auflösen. Ich würde sagen, das reicht dann auch. Und wenn ihr hier so ein bisschen was habt, was rausgelaufen ist, ist es kein Thema. Das könnt ihr so ein bisschen wegstreichen, weil der ganze, der trocknet transparent, dieses Fotopotsch. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Undressed when it's cold, and don't they miss the leaves they left behind? Could
jetzt noch kurz und wasche den Pinsel und das Rakel und danach gehe ich da mit dem Föhn drauf. Jetzt gehe ich da mit dem Föhn drauf oder mit der Heatgun, mit der geht es ein bisschen schneller. Mit dem Föhn sagen sie ungefähr 10 Minuten. Mit der sollte es ein bisschen schneller gehen. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist alles wirklich getrocknet, dann lasse ich das auskühlen und erst dann machen wir weiter. Shine like gold until winter comes, until winter comes, until winter comes. It really makes me. Ihr seht es im Ganzen auch an, wenn die Fotopotsch noch so ein bisschen feucht ist, dann ist die eher so ein bisschen transparent. Und wenn ihr da länger mit dem Föhn drauf seid, merkt ihr, dass das Ganze wieder weiß wird. Und das ist der Effekt, den wir erreichen wollen. Und ihr spürt auch, ob es noch Stellen hat, die nicht trocken sind. Das ist jetzt ziemlich heiß und das lasse ich jetzt eben auskühlen. Ich habe das Ganze auskühlen lassen und ich habe es auch ausgestellt. Ich weiß, man hat so die Tendenz, dass man so schnell wie möglich damit starten will, um zu gucken, hat es funktioniert oder nicht. Aber lasst ihm wirklich Zeit und lasst es abkühlen. Und jetzt fangen wir an und gucken, ob das funktioniert hat. Vielleicht noch zum Papier. Wir werden das Papier wegrubbeln und das, was bleibt, ist nur der Toner. Und deshalb macht es Sinn, wenn ihr da ein möglichst dünnes Papier nehmt, um das hier aufzutragen. So, jetzt nehme ich den Schwamm, mache den so ein bisschen feucht. Und betupfe damit das Bild. Was wir erreichen wollen, ist, dass das ganze Ding so feucht ist, bis es möglich ist, das Ganze wegzurubbeln. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Oh, I wonder. Macht da lieber vorsichtig, einfach so, dass da nicht der Toner plötzlich mitkommt. When it's dark from so far away and show us where we are. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Oh, I wonder. Ihr könnt es auch zwischendurch so ein bisschen antrocknen lassen und wenn es noch milchig ist, dann habt ihr da noch Papier drauf, dann müsst ihr einfach noch ein bisschen weitermachen. Guck jetzt mal und wische das mit einem Tuch so ein bisschen trocken, damit ich ein bisschen besser sehe, wo ich Stellen habe, wo ich noch weiterarbeiten muss. Bei meinem Stück ist es jetzt speziell, dass ich habe keine geraden Kanten, sondern das ist ja innen ein helles Holz und dann kommt außen der Ring quasi von diesem Holz. Und ich will so ein bisschen einen Blending-Effekt erreichen und deshalb kratze ich jetzt hier an den Seiten von dieser Potching Cream wieder weg. Gucke aber natürlich, dass ich nicht das Bild innen drinne erwische. Aber ich will einfach keine scharfen Kanten, sondern ich will, dass das so ein bisschen ausläuft. Und ihr seht auch, was ich gemeint habe, wenn ihr hier solche milchigen Stellen habt, da müsst ihr noch ein bisschen weiterarbeiten.
So, ich würde sagen, bei mir war es das jetzt. Jetzt lasse ich das trocknen, gucke dann wirklich nochmal, habe ich wirklich keine milchigen Stellen mehr. Und dann komme ich nochmal zurück, weil wir werden da noch ein Finish drüber machen. Wenn ihr das dann habt komplett trocknen lassen, dann sieht es so aus. Ihr könnt es so lassen, wenn ihr das wollt. Ich werde da noch mit einem Schutzhaftlack drüber gehen, der dann so ein bisschen glänzig wird. Und das mache ich auch noch kurz. Das schützt das Ganze halt dann einfach auch noch vor Staub. Und wenn man sich schon so Mühe gegeben hat, ne, darf das dann ruhig auch ein bisschen lange schön bleiben. Aber wirklich nur eine ganz dünne Schicht da drauf. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? Das lasse ich jetzt noch kurz trocknen. So, ich habe das trocknen lassen und der wird glänzig. Es gibt auch solche natürlich, die matt dann sind. Und einfach damit ihr das Bild seht, jetzt sieht es wirklich aus, als ob ein Foto auf dem Holz drauf wäre. Und ihr seht am Rand, ne, das, was ich da so ein bisschen vintage-mäßig, die Fehlstellen, die ich da gemacht habe, dass es eben nicht eine harte Kante hat, sondern das Ganze so ein bisschen ausläuft. Und ihr seht auch, ne, das Holz selber, die Struktur des Holzes, hier dieser braune Kreis zum Beispiel, oder hier auf der Seite, das schimmert so ein bisschen durch, aber nicht so, dass das Bild nicht mehr lesbar wäre. Und deshalb liebe ich diese Holzbilder so, weil ich finde, die sind wirklich hammermäßig. Vielleicht auch noch ein Tipp von der Schrift her. Ich habe da extra geguckt, dass es ein bisschen hervorsticht. Ich habe denselben Schriftzug hinterlegt in weiß und den fett gemacht, damit der hinten so ein bisschen durchleuchtet und das Ganze ein bisschen mehr noch zum Vorschein kommt. Und ich habe hier eine weiße Box gemacht, respektive die ist nicht weiß, sondern sie ist so ein bisschen transparent. Trotzdem legt es den Fokus hier auf den Spruch drauf. Ihr könnt das Ganze natürlich auch farbig machen. Ich habe halt einfach nur einen schwarzen Toner-Drucker. Aber was ihr natürlich nicht machen könnt, ist irgendwie weiß drucken, weil weiß ist das Papier. Also alles, was weiß ist, wird so quasi wie so ein bisschen durchsichtig. Na, hier die Blüten, die haben so einen Touch von hell. Aber ja, also ich würde sagen, ein extrem cooles Ergebnis. Es braucht ein bisschen Geduld, aber da hat jemand garantiert Freude dran, wenn er sowas kriegt. Und da könnt ihr eben, ich habe jetzt hier exemplarisch ein Foto genommen von der Blume, da könnt ihr auch Fotos von euch, von euren Kindern oder was ihr auch immer haben wollt oder nur einen Spruch machen. Alles, was ihr drucken könnt, könnt ihr auch auf Holz draufbringen. Und wenn ihr euch fragt, das geht natürlich nicht nur auf Holz, sondern auch auf Keilrahmen, Holz, Keramik, Metall, Glas, Porzellan, Stoff, die dann nur mit Handwäsche gewaschen werden kann, Kerzen. Also da kann man sowas überall drauf machen. Aber das war es tatsächlich auch schon, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch auszuprobieren. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis bald! Maybe the birds will sing.